Hallo, meine lieben Agenten, hier ist wieder euer Blackie. Grüße gehen raus. Und zwar bin ich heute für euch da für ein Bällebad-Set. Ein Bällebad-Set, die Frage ist ganz einfach erklärt. Bällebad bedeutet bei mir zumindest so häufig wie möglich die Bälle zünden und die Bälle haben Damage. Es gibt auch andere Builds, ich weiß. Aber viele von euch haben euch dieses Bild gewünscht von mir, weil ihr habt ja auf Twitch immer wieder mal gefragt, ey Blackie, was ist das für ein Set? Was spielst du da für Bälle, etc., etc.? Was hast du da bei dir gedacht? Jetzt nach langem Hin und Her habe ich mir überlegt, okay, jetzt machst du es halt so, du erklärst jetzt Schritt für Schritt, warum du dieses Bild so spielst, warum du spielst. Also, das ist eigentlich ein Hit-and-Run-Bild. Hit-and-Run bedeutet schießen und rennen, nicht so viel in Deckung bleiben, etc., etc. Deswegen habe ich mich auch entschieden für die Scorpio. Man kann das aber auch spielen mit dem Kondensator. Kondensator hat aber einen Nachteil, ihr seid ein bisschen darauf angewiesen, das erstmal alles aufzubauen, dies, das. Und dafür braucht ihr tatsächlich Deckung. Aber ein Hit-and-Run-Set braucht halt keine Deckung. Ihr werdet gleich sehen, wie sehr mobil ich damit arbeiten werde. Und ich hoffe, ich sterbe ich jetzt auch nicht, weil ihr wisst ja, ich mache immer meine Videos ungeschnitten für euch, damit das halt authentisch rüberkommt. Okay, zuerst gehen wir mal zu der Spezialisierung. Ist wie immer Techniker, brauche ich euch nicht erzählen. Ihr seid auch schon alle alte Hasen. Wenn ihr Fragen habt, ab in die Kommentare und dann werde ich euch nochmal eure Fragen natürlich beantworten. Wer noch kein Abo hat, bitte ein Abo dalassen. Wir wollen diesen Kanal auch ausbauen, so wie auf Twitch. Und die Glocke aktivieren nicht vergessen. Ein bisschen Werbung in eigener Sache schadet nie. Und natürlich Kommentare, wie gerade erklärt, sind immer herzlich willkommen. So, hier die Bonis anmachen, die man halt braucht, welche Waffe man halt, welche Waffengattung man gerade spielt. Ja, und der Rest ist ja eh aktiv, wenn man das so vernünftig angestellt hat. Also wichtig ist, dass man hier oben den Slot Fertigkeitsschaden 10% anhat und nicht hier den Slot. Der ist eher für Heilbuilds, aber das brauchen wir jetzt nicht. Ne? Das zur kurzen Erklärung. Und jetzt kommen wir zu meinem Set. Also, wir haben von der Bewaffnung her eine M4 Polizeiversion. Hier könnt ihr auch nehmen, was ihr wollt. Hauptsache es schießt schnell. Ihr könnt es gut handeln. Dann zum Abstoppen der NPCs, falls ihr doch zu viel Druck habt. Mit der Scorpio die NPCs abstoppen. Die Kart 45 ist bei mir eine Standardbewaffnung im Holster, also für die Pistole. Ihr könnt aber auch hier eine x-beliebige nehmen. Das ist also nicht relevant. Wichtig ist halt tatsächlich, dass man synchronisiert drauf hat auf den Waffen, bis auf Scorpio, weil auf der Scorpio ist es eine exotische, da kann man halt sowas nicht drauf machen. So, ich habe mich entschieden, bei der Maske tatsächlich Rüstung drauf zu ballern, weil wir ja ohne Deckung arbeiten wollen, also Hit-and-Run-Bild. Und da ist halt nochmal 15 sage ich schon, 170.000 Rüstung nochmal drauf. Bei dem Slot unten habe ich Rüstung bei Tötung drauf gemacht. Das ist eine Mod. Ja, müsst ihr nicht machen. Ich habe es gemacht, weil ich das enjoyne. Fertigkeiten Tempo ist drauf, ist klar. Diese Maske so zu bekommen, ist natürlich sehr schwierig. Müsst ihr ein bisschen farmen gehen. Und das gilt auch für die Hände. Dort ist es auch wichtig, dass wir Kernattribut auf Fertigkeitenrang haben. Und weil das Bild soll ja Fertigkeitenrang 6 haben. Ja? Durch die Spezialisierung kann ich mir halt eins aussuchen, entweder rot oder blau. Ich habe mich jetzt für blau entschieden bei der Maske. Okay, kommen wir jetzt zu der Brust. Warum haben wir talentiert drauf? Bei Kills mit Fertigkeiten besteht eine Chance von 25% laufende Cooldowns von Fertigkeiten zurückzusetzen. Also, es geht darum, so häufig wie möglich diese Bälle zu bekommen. Ne? Das ist ja verständlich, wisst ihr auch warum. Je mehr Bälle ich zünde, desto mehr Schaden mache ich und desto mehr Kills kommen. Also sollte es aber sein, dass die Bälle tatsächlich es nicht geschafft haben, das nochmal hier zu triggern, dann habe ich ja noch meine Drohne. Auch die Drohne, wenn die killt, löst das Talent talentiert aus. Ja? Also nicht die Waffenkills, sondern die Fertigkeiten-Kills. Das ist entscheidend.
damit talentiert aktiviert wird. Jetzt wird wahrscheinlich irgendein Schlaumeier sagen, ja, aber Blackie, für dich habe ich auch jetzt was im Petto, passt auf. Und zwar gibt es die perfekte Fertigkeiten. Bei Fertigkeiten-Kills besteht eine Chance von 30%. Ja, das könnt ihr auch drauf machen, aber dann kommen wir halt zum Knackpunkt. Wie soll ich das aber aktivieren? Ne? Ich habe mich halt hierfür entschieden, für diese Variante. Ich kenne die anderen Varianten natürlich auch, aber ich werde euch natürlich die Variante zeigen, die mir schmeckt. Kann sein, dass der eine oder andere sagt, ja, ich krieg da aber 5% mehr Cooldown von Fertigkeiten, dies, das, Ananas. Ja, hast du recht, stimmt, kriegst du. Aber für meinen Spielstil und für meinen Set spielt das keine Relevanz. Ich habe mich halt entschieden, zweimal Grupo zu nehmen, weil Explosivschaden wir aktivieren wollen. Bei den Knien haben wir China Light Industries, da haben wir auch Explosivschaden aktiviert. Und ich habe mich dann entschieden, zweimal Hana Yu zu nehmen. Einmal wegen Fertigkeiten-Tempo und einmal Fertigkeiten-Schaden. Ich habe mich entschieden für Memento. Liegt auch auf der Hand. Ich will halt beim Hit and Run nicht liegen und Memento hilft mir dabei. Wenn ihr da was anderes reinmachen wollt, wie zum Beispiel ein Wyvern-Wehr, sowas müsste ich auch hier im Petto haben, mit technischer Hilfe zum Beispiel, das könntet ihr auch reinnehmen, aber ihr seid da sehr, sehr wackelig. Ich habe das schon ausprobiert. Memento hilft einmal der Waffe, einmal dem Standing und einmal den Fertigkeiten. Also 3 Dinge auf einmal kriegt ihr halt einen Support von der Memento. Ja? Darf man nicht unterschätzen, gerade im Kampf mit Randoms, so wie ich spiele, ist es halt dementsprechend sehr, sehr wichtig, dass ihr das so spielt, wie ich es euch jetzt vorschlage. Ihr könnt natürlich auch es abwandeln. Auf gar keinen Fall. Wenn ihr meint, ihr müsst es etwas anders spielen, dann macht das. Aber das ist halt meine Variante, wie ihr es halt bei mir immer wieder im Livestream gesehen habt. Dementsprechend wird auch dieses Video euch erklärt. Ja, kommen wir nochmal zu der Kontroverse, Blackie, aber Zerstörungsexperte, da kriegst du auch nochmal 15% mehr Explosiv-Damage. Ja, stimmt, aber jetzt im Umkehrschluss würde ich meine Bälle stärker machen, aber meine Drohne nicht. Und deswegen, und außerdem könnte ich dann auch bei der anderen Spezialisierung keine Extra-Rüstung draufrollen, also würde nicht funktionieren bei meinem Hit-and-Run-Bild. Deswegen habe ich mich entschieden, die Drohne stark zu machen und die Bälle. Die Bälle verlieren nur minimalst Damage und nur im Fachbereich explosiv da nochmal on top etwas draufzusetzen, sehe ich nicht ein, weil die Bälle halt verlieren wirklich hochgerechnet vielleicht 5%, wenn überhaupt 5% Damage, aber das macht sich nicht bemerkbar. Ja? Wenn sie es bemerkbar machen würde, würde ich dieses Bild auch komplett anders spielen und anders bauen. Aber so wie es jetzt ist es my dream. Okay. So. Falls ihr noch Fragen haben solltet, ja. Ich habe jetzt bald sehr lange Urlaub, 3 Wochen mit meinem Sohn. Dann müsst ihr das tatsächlich über YouTube machen. Über YouTube habe ich dann noch Zugang, aber auf Twitch bin ich nicht mehr. Ja, das dazu. Wir gehen natürlich wieder ungeschnitten in eine Hero-Mission. Da kann alles jetzt passieren. Also ist jetzt ungeschnittenes Material. Ihr kennt, wie ich spiele und wie ich euch das meine Sets immer vorstelle. Und jetzt wollen wir gucken. Oh, egal, ob Direktiven an sind oder nicht an sind. Das ist halt nicht so wichtig für dieses Set. Ihr könnt es halt mit Freunden genauso spielen wie mit Randoms und mit Clanbrüdern und Geschwistern und mit wem auch immer. Irgendjemand ist hier gestorben. Unlucky. Okay, wir haben 4 Direktiven an. Das ist nicht schlimm. So, ich gucke erstmal, was ist hier los. Erstmal Orientierung schaffen. Okay, der müsste jetzt gleich RIP sein. Er ist RIP. Und das war's. Die Stage ist gecleared. Irgendjemand ist aber gestorben, aber ich sehe noch nicht wo. Ah, jetzt wieder, er ist wieder da. Okay, das Team ist relativ gut aufgestellt. Wir haben einen 200er, also ein Low Ezechila. Das ist keine Kritik. Das ist nur eine Feststellung. Okay, wir haben hier einen Low Life bei uns gehabt.
So, dann gehen wir dahin. Muss kurz mal mich orientieren. Okay. Scheint gut zu funktionieren. So, die nächste Welle ist da. Die müssen jetzt alle sterben, theoretisch. Sind sie auch und die Bälle sind wieder da. Ich könnte sie theoretisch wieder zünden. Mache ich aber nicht. Ich warte noch, bis die nächste Tür sich öffnet. Und zwar jetzt. Und jetzt ist die Tür offen. Jetzt müssen wir noch einmal ballern, dass die Fertigkeiten den Bonus aktiv bekommen. Sieht gut aus. Ihr seht, was hier für eine Bambule gerade herrscht. Okay, ich ziehe Aggro. Ist aber auch nicht schlimm. Easy, measy, cheesy, peasy. Haben wir gut gemacht. Also ihr habt schon gesehen, wie die Bälle sofort gezündet haben. Ich aber dann gezögert habe, weil ich brauche ja auch Gegner. Warum soll ich jetzt nochmal auf Nulltarif zünden, wo es keinen Sinn macht? Also das muss man noch ein bisschen beherrschen. So, das ist jetzt eine Mission, wo ich tatsächlich meinen Turm brauche. Ihr wisst, wie ich da arbeite an dieser Stelle. Und für die, die es nicht wissen, ist es nicht schlimm. Jetzt werdet ihr es sehen. So, hier kommt immer mein Turm hin. Ich möchte aber jetzt woanders stehen. Okay. Und Bälle sind raus. Sehr gut. Wollte eigentlich Hit and Run zeigen, aber es geht jetzt hier aktuell nicht. Es ist nämlich... So, die Bälle sind da, aber ich warte noch. Ich brauche sie jetzt nicht wirklich. Gehen wir mal kurz hier rein. Holen mal die Memento-Sachen. Okay. Easy peasy. Ja, die Seite ist gut abgedeckt. Also die Granaten von dem Kollegen, die kommen nicht gut. Ohne Hate Mate. Ja, die Seite ist gut da auf der linken Seite. Wir sind auf der rechten Seite. War's das? Ja, das war's. Entspannt, ihr habt ja gesehen, wir haben keine Probleme gehabt. Keinster Weise. Sehr souverän abgekocht. Jetzt sind wir, glaube ich, soweit ich mich erinnere, natürlich Bossraum, ne? Genau. Wir sind jetzt gleich Bossraum. Da kann ich auch nicht durch die Gegend rumhüpfen wie ein junger Gott. Wir werden es anders regeln. Warten wir gleich auf das Team. Geschlossen rein ist immer besser. Hier können wir kurz mal nachschauen. Nein, brauche ich nicht. Schön. Manchmal bleibt er wirklich ellenlang an der Kiste kleben, ne? Wahnsinn. Okay, das Wichtigste habe ich. Okay. Den Turm da einsetzen. Dem wird jetzt geholfen. Sehr gut. Die Regel kennt ihr. Erst kämpfen, dann hochholen. Sonst liegt man neben dem Kollegen. Okay. Wir lassen sie jetzt erstmal rauskommen. So. Auch noch da. Schauen mit auch. Okay, jetzt Bälle sind raus. Okay, sieht gut aus. Guck mal, ob ich jetzt unten ein bisschen was machen kann.
Memento ist natürlich auch nicht aufgeladen, das ist wichtig. Wenn man nämlich durch die Gegend rumspaziert, so wie ich, Memento muss aufgeladen sein. Bälle sind da, brauche ich aber jetzt nicht zünden. So, ich gehe rein, hole mir meine Memento-Sachen. Der ist tot. Normalerweise würde ich ja auch hier eher mit der Drohne arbeiten, aber ich habe festgestellt, bei der Mission ist der Turm besser als tatsächlich die Drohne. Ist einfach so. Jetzt könnte es sein, dass die Bälle wiederkommen. Nee, noch nicht. Aber ihr habt es ja gesehen, wenn die Bälle wiederkommen, was dann passiert hier, ne? So schön. Okay, Bälle sind gleich da. Ich zünde die Bälle jetzt. Scorpio, weil andere Muni habe ich gerade nicht. Auch erledigt. Hier wieder kurz rein, wieder raus. Das war's schon wieder mit der Mission. War eine kurze Mission, ein kurzes Intermezzo. Aber es geht ja darum, dass ihr so ein bisschen den Sinn des Gameplays versteht. Also, normalerweise mit Turm nicht spielen, sondern mit der Drohne. Und man kann sich dann halt überall frei bewegen und immer wieder die Bälle zünden, ohne viel nachzudenken. Aber jetzt hier mit der Gruppe ging es nicht. Und da ich ja das immer ungeschnitten euch zeige, bin ich gespannt auf eure, gehen wir mal GG, auf eure Erfahrungen und so wie ihr es halt gerne spielt. Gruppe verlassen. Ja, das war's von meiner Seite aus. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr tatsächlich das Bild mal auch ausprobiert. Es ist ein bisschen schwer zu farmen, aber nicht unmöglich. Und es muss auch nicht komplett Godroll sein, so wie bei mir. Ihr müsst tatsächlich gucken, dass diese 2 Groupos dabei sind. Ob ihr jetzt zweimal Hanayu nehmt oder nur einmal Hanayu und einmal Wyvern wir, das bleibt euch überlassen. Wichtig ist aber dafür, dass es fällt eigentlich relativ häufig, dass man einmal China Light Industries hat. Ja, und wie gesagt, meine Variante Memento. Ihr könnt es aber auch nochmal mit Wyvern wir mit dem Talent, was ich euch gerade vorgestellt habe, spielen. Und bei den Waffen könnt ihr relativ entspannt sein, aber ihr habt jetzt auch den Hintergrund, warum ich diese Art von Gameplay spiele mit den Waffen, damit das alles eine Symbiose hat, ne? Also ich wechsle nochmal zur Drohne. So. So sieht das Bild korrekt aus. So, dann bedanke ich mich fürs Einschalten. Dankeschön für den Support, für den netten Support, was jetzt wirklich die letzten Wochen reingekommen ist. Ich bin jetzt nicht heute, aber ab dem 27. oder 28. bin ich tatsächlich nicht mehr auf Twitch zu sehen. Mach den letzten Stream für Outriders mit dem neuen DLC. Und dann sage ich auf Wiedersehen. Für 3 Wochen bin ich weg. Würde mich freuen, wenn ihr tatsächlich das Video weiterempfehlen würdet. Gebt einen Daumen hoch. Und für die Leute, die noch nicht aktiviert haben, die Glocke aktivieren, Abo dalassen und Kommentare nutzen. Sage Dankeschön und sage Ciao mit einem Au.